Wie viele Sprachen konnten in einer einzigen Oper gesungen werden? Wie bekämpfte man Korruption im Vatikan vor 300 Jahren? Bestand das Opernteam damals nur aus Hamburgern? Auch wenn Sie diese Fragen beantworten können, bleiben Sie die nächsten 10 Minuten bei uns. Und kommentieren Sie gerne unsere Beiträge, wenn Sie andere Antworten auf unsere Fragen haben oder mehr über die barocke Hamburger Oper wissen möchten. Oper am Gänsemarkt in Zeit. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 30. November 1724, ist auf hamburgischen Schauplatze, uns heute als Gänsemarktoper bekannt, die Oper Der angenehme Betrug oder Der Karneval von Venedig zu hören und zu sehen. Die Musik ist von Reinhard Kaiser und Christoph Graupner. Das Hamburger Libretto stammt aus der Feder von Johann August Meister und Mauritz Kuno. Von wem das Bühnenbild angefertigt wurde, ist uns nicht bekannt. Mehr über die Oper erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Tageszeitung Relationskurier, was man so an diesem Tag alles erfährt. Aus Brüssel hört man, dass wegen des Namenstages der regierenden Kaiserin das Geschütz auf den Wällen dreimal abgefeuert und abends die Oper Roland von Jean-Baptiste Lully gespielt wurde. In Rom versammelt der Papst alle Betreiber der Armen- und Krankenhäuser und ermahnt sie mit Bedrohung scharfer Züchtigung, die ihnen anvertrauten Einkünfte vor Gott und ihm verantwortungsvoll zu verwalten und die Armen wohl zu verpflegen. Aus Konstantinopel liest man, dass die armenische Hauptstadt Jerewan alle Augenblick unter der scharfen Belagerung aufgegeben und an die osmanischen Herrscher fallen wird, da nicht die geringste Lebensmittel und sogar kein Wasser kann hineingeschafft werden. Und dann ging man in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir finden uns in Venedig auf dem St. Markusplatz wieder. Mitten im Karnevaltrubel werden wir Zeugen eines privaten Dramas unter venezianischen Edelleuten, des Liebesverrats. Leonore wird von ihrem Bräutigam Leander betrogen. Isabella, in die er sich verliebt hat, ist die Geliebte Rodolphos. Dass sie sich dem Leander gegenüber keinesfalls ablehnend verhält, bringt Rodolfo in große Zorn. Er versucht, Isabella von Leander abzubringen, indem Rodolfo ihr sagt, dass er diesen im Duell getötet habe. Nun will sich die untröstliche Isabella selbst erstechen, was allerdings im letzten Moment von Rodolfo verhindert wird. Leonore überbringt darauf dem Leander die falsche Nachricht, dass Isabellas Selbstmord geglückt sei, worauf dieser erschüttert in Leonorens Arme zurückkehrt. Die beiden Paare treffen sich später und sind sehr überrascht, dass die Toten wieder leben. Wir sehen ein weiteres Paar, man würde heute sagen Touristen, also die deutsche Prinzessin Zelinde und den deutschen Prinz Myrtenio, die im festlichen Venedig unterwegs sind. Im Gegensatz zu den ernsten Venezianerinnen will sich Zelinde nur unterhalten, aber keinesfalls verlieben. Dies treibt ihn in sie verliebten Myrtenio in Verzweiflung. Doch Zelinde will alle Theatern besuchen und singt schon die Arie nach, die sie gestern so ergötzt hat. Es reicht auf mein Tod, der Eifer und Tod. Es reicht auf mein Tod, der Eifer und Tod, so löschen wir grausamsten Mörder im Tod. So löschen wir grausamsten Mörder im Tod. Ein viertes Paar. Brillo, ein lustiger Sachse, und Redilla, die Dienerin der Leonore, macht die Handlung immer unübersichtlicher. Aber mit diesem Paar haben wir etwas ganz anderes. Der Brillo ist die komische Person dieser Oper. Er verkleidet sich als Gag nach der neuesten Mode, um Redilla zu beeindrucken. Außerdem versucht er, sich mit einem Marquis auf Französisch zu unterhalten, kann aber nur wenige Begrüßungen. Von diesem namenlosen Marquis, der als Koch verkleidet ist, angeführt, sehen wir ganze Gruppen von Masken und hören einige französische Stücke gesungen.
Brillo singt dann auf Deutsch weiter und endet in einem Trinklied. Wir erleben ein damals bekanntes venezianisches Volksspiel mit dem Kampf der Castellaner gegen die Nicolotti. Mehr noch, komplett im Dialekt hören und sehen wir eine kleine Operneinlage in dieser Oper. Es geht um zwei Paare. Das Dienstmädchen Trintje will den reichen alten Juwelier Severin nur wegen seines Geldes heiraten, was sie keinesfalls verheimlicht. Ihren Bruder, den Ostindienfahrer Jan, bekommt die alte reiche Schwester Severins Anna zum Manne. Wir sehen viele Tänze und Maskenaufzüge. Am Ende sind die Venezianer wieder in Liebe vereint. Die Deutschen entscheiden sich eher für die Freiheit und Freundschaft. Die angenehme Lust stellt sich ein, hingegen sind die quälenden Sorgen verbannt. Auf dem Schauplatz, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens der St. Markusplatz zu Venedig. Zweitens der Redutensaal daselbst. Drittens unterschiedliche Gebäude bei aufgehendem Mond mit Balkons. Viertens ein Ort am großen Kanal mit dem Wirtshause Leone Bianco. Fünftens eine Gegend, da unterschiedliche Kanäle zusammenstoßen mit Gondeln. Und sechstens ein Saal zum Ball. Die Oper Der angenehme Betrug oder Der Karneval von Venedig geht auf ihr französisches Vorbild zurück, das aus Paris des Jahres 1699 stammende Opernwerk Le Carnaval de Venise von Jean-François Renard mit Musik von André Campra. Es war eine Oper mit eingelegten Ballettszenen und einer kleinen italienischen Orpheus-Operneinlage. In Hamburg wurde dieses Werk 1707 uraufgeführt. Es wurde von dem Weißenfelser Librettisten Johann August Meister teilweise übersetzt und stark geändert, von Reichard Kaiser und Christoph Graupner musikalisch deutlich ergänzt. Eine ganze Szenengruppe war mitsamt den französischen Texten neu für Hamburg geschrieben worden. Das venezianische Lokalkolorit wird stark betont durch die Dekorationen, auf denen bekannte Stadtansichten dargestellt sind. Es kommt ein bekanntes venezianisches Volksspiel auf die Bühne, der Kampf der Castellaner gegen die Nicolotti, der in der Zeit des Karnevals in den Straßen Venedigs aufgeführt wurde. Das war eine Art Festkampf der beiden rivalisierenden Arbeiterfraktionen Venedigs. Dieser ging mit Fäusten, Tritten und von der Brücke schubsen einher. Es mussten viele der französischen Originalszenen Renards wegfallen, wie zum Beispiel sein origineller Prolog, in dem die Bühnenarbeiter vor den Augen der Zuschauer die Dekorationen aufstellen, aber von Minerva vertrieben werden, da sie mit Hilfe einiger Götter ein großes neues Theater errichten will. Stattdessen wurde durch die recht verwirrende Fülle neuer Personen, durch die Menge von einzelnen Liedern und Arien dem Hamburger Karneval von Venedig eine selbstständige Form gegeben. Renard Campras Le Carnaval de Venise war eine regelrechte Oper mit Ballettszenen. In Hamburg griff man nur die eigentliche Konflikthandlung auf und erweiterte diese, die Tanzszenen verkürzte man stark. Aus dem Pariser Comédie Ballett wird eine Hamburger Arienoper mit einer volkstümlichen Dialekte-Einlage. Diese niederdeutsche Einlage hatte allerdings nichts mit venezianischen Haupthandlungen zu tun. Zum ersten Mal ist es nicht nur eine Person, die in der Hamburger Oper Plattdeutsch spricht und singt, sondern gleich 4. Diese 4 Leute sind sozusagen eine komische Person mit 4 Gesichtern, eine Art verstärkter Clown innerhalb der Handlung. Der Text wurde verfasst von Mauritz Kuno, den Spezialisten der Hamburger Oper für niederdeutsche Episoden. Die niederdeutschen Arien aus dem Karneval von Venedig wurden so populär, dass sie erweitert, extra nachgedruckt und durch Gassenjungen in Hamburg verkauft wurden.
In den Dialektszenen des Karneval von Venedig fällt auf, dass Jan, der junge Ostindienfahrer, Holländisch spricht, die Sprache der Kauf- und Seeleute im alten Hamburg. Wir haben hier also eine Oper, in der man 5 Sprachen hört. Sehr passend zur Atmosphäre des Karnevals in Venedig. So entsteht hier ein neues Opernwerk, als Beginn einer Reihe anderer neuer, singspielartiger Opern, in denen deutsche Volksfeste auf die Hamburger Bühne gebracht werden, nämlich Messe, Jahrmarkt und Schlachtfest. Das breite Publikum urteilte über den Karneval von Venedig wesentlich günstiger, als es die gehobenen Musikgelehrten taten. Man versicherte, dass diese Opera mit gutem Gewinns sehr oft gespielt und mehr damit verdient worden als von 10 anderen. Tatsächlich, diese Oper gehörte neben Kaisers Fredegunda zu den meistgespielten Stücken der Hamburger Gänsemarktoper. Am 6. Dezember berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Rinaldo von Georg Friedrich Händel in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald.